guter Herr, dir allein gebührt die Ehre, dich zu nennen ist kein Mensch würdig genug. Dein sei Ruhm und Herrlichkeit und der höchste Lobgesang, denn die Früchte deiner Schöpfung, sie sind gut. Sei gepriesen, guter Herr, mit all deinen Geschöpfen. Schwester Sonne schenkt den Tag und gibt uns Licht. Sie erstrahlt in deinem Glanz, ist der Spiegel deiner selbst, und sie spendet ihre Wärme uns durch dich. Sei gelobt, mein guter Herr, durch wo der Mond und seine Sterne, die am Himmel du geformt hast, klar und schön. Sei gelobt durch Blut, der Wind, durch die Wolken, Luft und Wetter, durch die du den Geschöpfen Leben schenkst. Sei gepriesen, du mein Herr, durch die Schwester Wasser, die so nützlich ist, so kostbar und so rein. Sei gelobt durch Bruder Feuer, durch den du die Nacht erhältst. Er ist heiter, er ist kraftvoll, stark und fein. Guter Herr, durch unsere Mutter Erde, die uns nährt, die uns erhält und die uns lenkt, die so ungezählte Früchte und so viele bunte Blumen und die uns so mannigfaltig Leben schenkt. Auch durch jene, die vergeben, nur um deiner Liebe wegen, die den Schmerz ertragen, Krankheit und die Not. Sei gelobt durch die, die glauben und in Frieden dir vertrauen, denn sie werden ewig leben nach dem Tod. Du bist Anfang, du bist Ende, alles lebt durch deine Hände, und für alle deine Liebe will ich danken. Gib uns Kraft, dein Licht zu sehen und auf deinem Weg zu gehen. Du bist Glaube, Liebe, Hoffnung, du bist Leben. Wunderbare Heilige Franz von Assisi. Ich bin sehr glücklich, dass ich dich heute hier begrüßen bei meiner lieben Gruppe. Wunderbare Heilige Franz von Assisi. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich gebe dir jetzt das Wort über zu dir. Hallo miteinander. Hier spricht der Franz von Assisi, Francesco. So bin ich auch getauft. Astaria, es freut mich auch, dass ich heute da darf sein bei euch, bei dir. Es ist für mich sehr schön, jetzt auch vor dem Fest der Liebe, meine Botschaft euch übermitteln. Ja, meine Lieben, ich bin Francesco von Assisi. Es freut mich, dass ich da bin bei euch, meine Lieben,
Ihr seid alles Lichtarbeiter, wunderbare, lichtvolle Lichtarbeiter. Ihr seid Erdenengel, so wie ich auch gewesen bin. Aber am Anfang, mein Leben, war ich ja ganz anders. Ich wurde reich geboren, hatte reiche Eltern. Mein Vater hatte viel Geld und ich war auch sehr in gute, viel Geld aufgezogen worden. Als ich Kind war, habe ich das auch noch geschätzt. Natürlich kannte ich da noch nicht anderes. Aber wie ihr ja sicher schon wisst, hat sich dann mein Leben verändert. Zum Glück, natürlich. Ich entdeckte in mir mein Licht, mein göttliches Licht. Das leuchtete immer mehr in mir. Das, wo jeder Mensch hat in sich. Das göttliche Licht, wo jeder trägt in sich. Eine mehr, eine weniger, aber es ist vorhanden bei jedem Menschen. Ja, mein Weg war, wie gesagt, sehr am Anfang. Hatte ich alles. Meine Wünsche wurden auch erfüllt von meinen reichen Eltern. Wie gesagt, ich wuchs so auf. Aber dann kam ja auch die Wende. Ich wurde im Krieg, ein Jahr inhaftiert. Und ich hatte auch eine Krankheit. Ich hatte auch sehr viele Erlebnisse in dieser Kriegsgefangenschaft. Ich bekam auch von dort schon Visionen. Und irgendwie spürte ich in meinem Leben, es wird sich etwas verändern. Aber zu dieser Zeit war es noch nicht so weit. Aber es ging ja weiter. Mein Vater kaufte mich wieder aus der Gefangenschaft raus. Natürlich gab er auch viel Geld für mich aus. Ja, wo ich auch dankbar war. Aber irgendwie, als ich dann rauskam aus dem Gefängnis, ich fühlte mich trotzdem nicht frei. Ich fühlte mich eingeengt, immer noch. Und da überlegte ich mir, was ist dann mit mir geschehen? Ich wusste es immer noch nicht richtig. Aber ich weiß, das göttliche Licht kommt immer mehr in mir zu leuchten. Dann ging ich also nach Hause. Ich bedankte mich bei meinem Vater, wo das Geld, das viele Geld gab, dass ich frei kam. Frei vom Gefängnis. Aber trotzdem war ich nicht frei. Ich hatte meine Freiheit trotzdem noch nicht. Ja, meine Lieben, ich musste das alles zuerst mal richtig erleben. Irgendetwas hatte sich verändert in mir in dieser Zeit. Ich überlegte immer mehr, irgendetwas passt mir nicht mehr in meinem Leben. Und so bekam ich auch Visionen, mehr und mehr.
Eigentlich wollte ich ja Ritter werden vorher. Eigentlich wollte ich Ritter werden und anerkannt werden, dass ich auch das machen kann. Aber irgendwie, einmal in der Nacht, da hatte ich wieder eine Vision von Jesus Christus. Jesus Christus erschien mir in der Nacht und sagte: Willst du wirklich das weitermachen, was du machst? Willst du nicht lieber dienen, Gott Vater? Ja, da wusste ich, da ging der Lichtstrahl durch mich und da habe ich sofort erkannt, was ich bis jetzt gemacht hatte, das war nicht mein Weg. Das war nicht für mich die Bestimmung, meine Berufung. Nein, die Änderung, die positive Veränderung kam da in der Nacht. Und ich wusste auf einmal plötzlich, dass ich sofort alle Änderung machen will. So ging ich zu meinem Vater und sagte: Ich möchte nicht mehr weiter das machen, was ich bis jetzt gemacht habe. Und mein Vater verstand mich nicht, natürlich nicht. Er sagte: Du hast doch alles, was willst du dann noch mehr? Ich habe gesagt, ich habe einen neuen Weg. Ich will einen neuen Weg gehen. Und dazu brauche ich das Geld nicht, dein Geld, nicht mehr. Mein Vater verstand das überhaupt nicht und sagte: Sohn, was ist dann mit dir los? Wieso machst du sowas? Wieso redest du so mit mir? Ich sagte nur: Es ist etwas geschehen, das kann ich dir nicht erklären. Ich habe gemerkt, dass ich nicht auf dem richtigen Weg bin. Mein Vater verstand mich gar nicht, aber ich ging weg. Dann hatte er auch einen Anwalt genommen und wollte, dass ich wieder zurückkomme. Und ich habe dann den Termin wahrgenommen. Und ich habe dann auch gesagt, vor dem Gericht: Ich will kein Geld mehr. Ich hatte noch welches vorher noch bekommen. Das gab ich alles zurück. Ich sage, ich brauche das Geld nicht mehr. Nein, mein Weg ist anders. Mein Vater sagte zu mir: Wenn das so ist, mein Sohn, dann werde ich dich enterben. Dann werde ich überhaupt nichts mehr für dich übrig haben. Und ich sagte: Dann mach doch das. Mir ist egal. Und dann sagte er zu mir: Ich bin doch dein Vater. Und ich sagte: Weißt du, mein Vater ist da oben. Ich diene ihm. Und da verstand er natürlich überhaupt nichts mehr. Aber wie gesagt, ich wusste genau, was mein Weg jetzt ist. Und das wisst ihr auch, meine Lieben. Ihr seid auf dem Weg wie ich. Ihr habt das erkannt. Ihr habt es gespürt. Ihr habt es wahrgenommen, dass euer Licht brennt, leuchtet für dich selber
aber auch für andere. Ja, und so ging es weiter. Ich ging auch zu den Aussätzigen. Da hatte ich vorher überhaupt war ich nie dorthin gegangen. Aber es hat sich alles geändert. Ich wusste, dass ich das machen sollte. Jesus Christus hat mir so viel gesagt, hat mir auch Auftrag gegeben, dass ich einen Orden gründen sollte. Ja, der heutige Franziskanerorden, das kommt ursprünglich von mir. Auf jeden Fall, ich habe viele Tiefs erlebt, aber auch wunderbare Glücksmomente, wo mein Herz richtig stark berührt haben. Auch meine reichen Freunde, die wussten plötzlich auch, dass mein Weg der richtige ist. Und sie schlossen sich bei mir an. Und es kamen immer mehr. Wir wurden eine Gemeinschaft, wie ihr auch seid. Eine Gemeinschaft, wo die Mutter Erde braucht. Es ist so wichtig. Erkenne das göttliche Licht in dir noch mehr. Du wirst gebraucht. Ihr werdet gebraucht von der geistigen Welt. Darum bitte ich euch, auch immer daran zu denken, dass ihr auf dem Weg seid, wie ich das war. Ihr spürt auch sicher immer mehr, was ihr wollt. Ihr wisst es, wie ich das auch erfahren habe. Das göttliche Licht, das brennt und das leuchtet und das wird auch in der ganzen Welt gebraucht. Überall braucht das göttliche Licht, überall braucht es die göttliche Liebe. Aber es ist auch wichtig, meine lieben Lichtarbeiter und Lichtarbeiterinnen, es ist sehr wichtig, dass ihr auch im ganzen reinen Herzen das seid. Dass ihr auf dem Weg seid, was kein Neid und keine Missgunst gibt. Jeder ist gleich. Jeder hat das gleiche Recht. Es darf nicht sein, dass irgendwie Neid oder Missgunst kommt. Es gibt so viele, wo das eben passieren. Sie sind auf dem richtigen Weg und plötzlich passiert etwas. Kommt niedere Energie und dann, da meint man spürt es vielleicht nicht einmal, dass es nicht das Reine ist, das Wahre ist, das Lichtvolle ist. Und so schnell kann es passieren, dass man auf dem Weg, wo man eingeschlagen hat, der göttliche Weg, plötzlich nicht mehr drauf ist. So schnell kann es passieren. Denkt daran, denkt an meine Worte und glaubt. Ihr wisst es doch. Euer Bauchgefühl weiß es. Ihr seid Kanal. Ihr seid Kanal. Und lasst euch von niemandem aufhalten. Denn es gibt so viel Arbeit.
auf der Mutter Erde, auf eurem Planeten, meine Lieben. So viel Arbeit wartet auf euch. Dass man da Hilfe leistet, dass man da das Licht, die Liebe, den Frieden, das ist das Wichtigste. Die Nächstenliebe, dass man das wahrnehmen kann, das ist das, wo ich euch sagen möchte. Auch das Fest der Liebe hat ja auch so mit so viel Nächstenliebe zu tun. Sei es in der Familie, sei es in Freundschaft, Freunden, Kollegen. Spürt die Nächstenliebe überall. Und dann werdet ihr auch spüren in eurem Herz, was da alles kann passieren. Wunderbares. Das Licht wird immer noch mehr erleuchtet in dir. Das Licht wird immer noch mehr erleuchtet von euch. Jedes hat das Licht in sich selber, meine Lieben. Wenn es manchmal auch nicht so einfach ist, aber glaubt mir, es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer einen Weg weiter. Manchmal sieht man vielleicht es nicht auf den ersten Blick, aber der Weg ist vorhanden. Vielleicht ist er halt ein bisschen versteckt. Vielleicht muss man ihn auch suchen. Aber es gibt den Weg und er führt immer weiter. Vielleicht hat er auch Steine drin. Vielleicht ist er auch blockiert. Dann hat es halt den Grund, dass es länger dauern soll. Der göttliche Weg ist manchmal gar nicht einfach. Das sind Schicksalsprüfungen, Seelenprüfungen, göttlicher Plan, der göttliche Zeitplan. Und wenn man manchmal denkt, wieso komme ich einfach nicht weiter? Wieso geht es nicht vorwärts? Dann überlegt mal, kehrt in euch hinein, legt die Hand auf euer Herz, nehmt es wahr. Auch jetzt, legt die Hand auf euer Herz. Was spürt ihr? Ihr spürt meine Kraft. Ihr spürt aber auch euer Licht. Das leuchtet immer mehr. Die Herzkraft, wo so stark sein kann, wo ihr auch immer mehr spürt. Ihr spürt das. Ihr könnt es wahrnehmen. Von Monat zu Monat. Und auch die hohen Energien, wo jetzt kommen auf die Erde, die sind wichtig. Die sind so wichtig für euch, dass ihr sie empfangt. Aber für das braucht es Platz. Es braucht Platz, dass ihr das Alte loslassen. Das ist so wichtig. Umwandlung. Negative Energien umwandeln in positive Energie. Meine Lieben. Für das braucht es manchmal auch einen Ablösungsprozess, Transformationsprozess, dass man etwas vielleicht von Menschen, von Gegenständen sich lösen soll. Auch das, wie ich das auch gemacht habe. Ich habe mich von allem gelöst,
Ich habe mich sogar von meinen Kleidern gelöst. Alles habe ich weg. Ich wollte nichts mehr. Ich wollte frei sein wie ein Vogel. Ich wollte endlich spüren die göttliche Liebe in mir. Und die göttliche Liebe, die sollt ihr auch spüren in euch. Ja, meine Lieben, ich bin Francesco. Francesco, wo auch mit den Tieren spricht. Und das ist auch eine wichtige Fähigkeit. Tierkommunikation. Sich unterhalten mit Tieren, aber auch mit Pflanzen. Nicht nur mit Menschen. Mit allen Lebewesen kann man sich unterhalten. Alles braucht die Liebe. Alles braucht das Licht. Alles. Jedes Lebewesen. Es ist auch wichtig, dass ihr das richtig spürt in euch. Es braucht so viel Liebe, Licht. Und wenn ihr auf dem Weg seid, und das seid ihr ja, das sind ihr, ihr seid auf dem richtigen Weg. Und wenn der göttliche Zeitplan gesetzt ist, da kann man halt nichts machen. Dann braucht es genau diese Zeit, dass es weitergeht. Dann braucht es genau die Zeit, dass es wieder in eine positive Veränderung kommt. Und dann werdet ihr auch in die positive Veränderung kommen. Was ganz wichtig ist, vertraut in euch. Vertraut und glaubt. Es wird einfach nicht, ja, ich sage nicht so einfach werden. Es gibt viele Holpersteine in eurem Weg. Aber die Holpersteine, das sind Steine, die kann man wegschieben, wenn man das göttliche Licht erkennt in euch, in eurem Herz. Das göttliche Licht, das ist so stark und mit dem kann man jedes Hindernis überqueren, auch wenn es noch so hoch ist, wenn es ein Berg ist. Das göttliche Licht durchstrahlt den Berg. Und so bekommt ihr immer wieder die Kraft, für jedes Hindernis zu überqueren, als ihr das alles schafft. Wo auf euch wartet, meine Lieben, ihr seid ja auf dem richtigen Weg. Und wenn ihr manchmal Zweifel habt oder auch vielleicht sagt, was ist los? Ich spüre irgendwie etwas anderes. Ich spüre irgendwie, etwas hat sich verändert und das passt mir nicht. Dann geht nochmal zurück. Vielleicht habt ihr einen falschen Weg eingeschlagen. Erkennt es nochmals. Und dann werdet ihr die richtige Lösung finden. Denn es ist alles möglich. Es ist alles vorhanden, wenn man den göttlichen Weg wählt und begeht. Ja, meine Lieben, ich bin Francesco. Ich bin Franz von Assisi. Ja, es war nicht einfach für mich. Viele konnten das nicht verstehen, dass ich mich so geändert habe, dass ich so einen Weg eingeschlagen habe. Und viele haben auch von mich abgewendet, von mir. Aber das war ja mir so egal.
Denn ich wusste ja, dass ich das bin, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und das seid ihr auch, meine Lieben. Spürt jetzt das wunderbare göttliche Licht in euch. Spürt jetzt das wunderbare göttliche Licht, wie es immer noch mehr leuchtet. Für dich, aber auch für andere. Spürt es jetzt, wie es leuchtet. Wie ein riesengroßer Stern in euch. Nehmen wir mal an, der Bethlehem-Stern, wo auch Jesus Christus gezeigt hat, dass er geboren wurde. Genau, mit Jesus Christus bin ich so verbunden. Und ich habe genau gewusst, als ich seine Botschaft empfang und er zu mir sprach, ich wusste, das ist genau mein Weg. Das ist genau mein Weg, das ist auch euer Weg. Haltet euch an das göttliche Licht. Spürt immer mehr in euch. Das Licht, das brennt. Das Licht, das leuchtet. Und das ist auch so wichtig, dass ihr das immer mehr spürt und wahrnehmen könnt. Und dass ihr helfen und dienen könnt. Uns, der geistigen Welt. Wir brauchen euch. Wir sind euch so dankbar, dass ihr da seid. Meine Lieben, jetzt hebt mal die Hand, eure Hände wie Schalen. Ich will jetzt euch mein göttliches Licht zusenden. Spürt jetzt die Wärme in euren Händen. Spürt aber auch in eurem Herz meine Kraft, meine Herzkraft. Spürt jetzt meine Wärme, euer Herz. Das wird jetzt ganz fest warm. Ich berühre jetzt euch mit meinen Händen über euch. Es ist sehr schön, das richtig auch weiterzugeben für euch. Aber das ist ja auch eure Aufgabe, weiterzugeben. Ich mache jetzt nur das Beispiel. Ich gebe es euch weiter. Und ihr gebt es dann auch wieder weiter. Und so ist das immer mehr. Es verbindet uns alle. Denn wir sind stark. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam, ihr auf Erde, auf eurem wunderbaren Planeten Erde und mir in der anderen Welt. Die Schöpferkraft. Ihr spürt jetzt sicher auch immer mehr meine Energie, meine kraftvolle, heilende Energie, wo ihr jetzt auch wahrnehmen könnt in euch, in den Händen, aber auch anderswo, in euer Herz, in eure Seele. Und das ist jetzt für euch. Und das heißt auch, gebt's auch weiter. Denn das ist auch eure Aufgabe, das Licht weiterzugeben, die Liebe weiterzugeben, das Licht, die Liebe, göttliche Energien, göttliche Lichter. Meine Lieben, das ist auch so wichtig, dass ihr das weitergebt. Wie ich das auch jetzt euch mache, von Herzen. Von Herzen weitergeben. Und eben mit uns zu arbeiten.
Jesus Christus, diese wunderbare, kraftvolle Energie, die kommt jetzt auch noch zu euch, durch mich. Jesus Christus hat mir gesagt, dass er auch da ist jetzt für euch. Spürt jetzt auch seine Kraft. Vor euch ist jetzt das Kreuz, aber das Kreuz, das leuchtet. Das Kreuz, das leuchtet. Jesus Christus, Kreuz. Das leuchtet für euch. Ihr bekommt jetzt den Strahl von ihm. Jesus Christus, Energie. Das goldene Licht, das göttliche Licht. Ja, meine Lieben, spürt das jetzt auch. Spürt das jetzt und nehmt es auf. Das Jesus Christus Licht für euch, für dich. Spürt jetzt, wie ihr jetzt noch mehr auch mit ihm verbunden sind. Meine Lieben, Jesus Christus hat mir gezeigt, was der richtige Weg ist. Jesus Christus zeigt es auch euch. Der göttliche Weg ist genau das Richtige. Ihr spürt es auch immer mehr, dass ihr wichtig seid für uns. Denn ihr seid selber Kanal. Denn ihr seid selber Kanal. Das merkt ihr immer mehr, dass durch euch selber das fließt. Das fließt, wo ihr braucht. Ja, ihr seid wirklich für uns sehr wichtig. Aber bleibt immer im reinen und reinen Herzen, im göttlichen Einklang, in Herz und Seele, in weiß, rein, klar, göttlich. Meine Lieben, diese Energie, diese heilvolle, kraftvolle, wo so mit Herz verbunden ist, mit meinem Herz zu eurem Herz. Spürt jetzt, wie das Licht noch mehr entfaltet wird, noch mehr leuchtet in euch. Spürt jetzt, wie das Licht richtig sich entfaltet. Ein riesengroßer Strahl kommt jetzt noch in euer Herz. Lichtstrahl, Leuchtkraft, Lebensfreude, Leichtigkeit, Nächstenliebe, Zufriedenheit, Friedenenergie. Das sollt ihr jetzt spüren in eurem Herz. In eurem Herz, wo so richtig stark mit uns verbunden ist. Euer Herz ist so kraftvoll im Licht, mit uns verbunden. Spürt jetzt, wie euer Herz noch mehr öffnet. Spürt jetzt ein neuer Kanal, wie er jetzt zu euch kommt. Das ist der Herzkanal. Das ist der Herzkanal von mir. Die Friedensenergie,
die Herzenliebe. Spürt das jetzt, wie eine Rose richtig leuchtet. Deine Rose, wo jetzt so hell leuchtet. Für dich, aber auch für andere. Weißes Licht strahlt jetzt in deine Rose. Deine Rose, wo sich wunderbar öffnet. Immer mehr. Mit Liebe. Mit Licht. Mit Leichtigkeit. Mit richtig Herzenswärme. Das, was so berührt. Und deine Rose wird ganz weiß. Und deine Rose wird ganz rein. Die reine Christusrose für dich. Meine Lieben, das ist die Christusrose, wo ihr jetzt trägt in eurem Herz. Die wahre, reine Liebe, die Nächstenliebe, reine, weiße Rose. Und das heißt, bleibt auf dem Weg mit reiner, weißer, göttlicher Liebe. Und wenn ihr mal unsicher seid, dann seid nicht mehr unsicher. Dann spürt in eurem Herz, dann haltet die Hand auf euer Herz. Macht es mal. Spürt jetzt die Christus, die weiße Rose, die Christusrose mit goldenen Strahlen, wie sie immer mehr aufgeht. Das ist deine Rose, reine, weiße Lichtrose, wo so mit so viel Liebe verbunden ist. Christus Liebe, Christus Licht, strahlt jetzt in deinem Herz. In deinem Herz leuchtet. Und sie wird auch immer noch mehr leuchten. Umso mehr, dass du mit dem reinen Weißen dich verbindest. Noch mehr ein Diener bist für uns. Umso mehr wird deine weiße Rose leuchten. Für dich, aber auch für viele andere. Ja, ich bin Franz von Assisi. Und langsam wird es Zeit, dass ich gehe. Aber ich möchte noch euch ein wunderbares Fest der Liebe euch wünschen. Nächstenliebe, Harmonie, Liebe, Friede. Für euch, aber auch für eure Lieben. Und denkt daran, die ganze Welt braucht das. Alle brauchen das. Und ich werde auch mit Erzengel Michael morgen
und mit Erzengel Raphael am Mittwoch nochmals mit euch verbinden, mit der Christusrose, die ihr in eurem Herzen jetzt trägt. Haltet ihr Sorge, pflegt sie, hegt sie, gebt ihr Wasser, dass sie noch mehr leuchtet. Und sie wird noch mehr leuchten. Das verspreche ich euch. Also, die Zeit. Ich gehe jetzt dann. Aber mach mit, morgen um 8 mit Astaria und Erzengel Michael. Genauso am Mittwoch mit Erzengel Raphael. Und auch am 25. werde ich euch verbinden. Dann sendet in die ganze Welt, auch Sonntag und Mittwoch, immer wieder euer göttliches Licht mit. Für Frieden, Licht und Liebe. Meine lieben Lichtarbeiterinnen und Lichtarbeiter, ich wünsche euch von Herzen, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Macht's gut. Ich liebe euch. Euer Francesco. Und Astaria, möchte ich noch was sagen. Du machst wunderbare Arbeit. Wir sind auch sehr, wir freuen uns, dass du das machst mit deinen lieben Menschen. Führe sie weiter, immer Stufe für Stufe höher. Der Frieden ist so wichtig. Das Licht ist so wichtig für alle. Ich liebe euch. Euer Francesco. Und der wunderbare, heilige Francesco von Assisi geht jetzt von uns. Und wir spüren ihn noch so stark. Wir spüren auch die wunderbare weisse Christusrose, die er uns gegeben hat ins Herz. Aber langsam wird es Zeit, dass wir aus dieser wunderbaren Kraft vom heiligen Franz von Assisi rausgehen. Natürlich wird er uns weiter begleiten auf unserem Weg. Es ist ganz eine besondere Energie, die hier zu uns gekommen ist, und auch deine Botschaft ist sehr kraftvoll und schön gewesen. Der Sonnengesang vom heiligen Franz von Assisi. Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren sie, und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn Bruder Sonne, welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest. Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz. Von dir, Höchster,
ein Sinnbild. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester, Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie gebildet, klar und kostbar und schön. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder, Wind und durch Luft und Wolken und heiteres und jegliches Wetter und durch das du dein Geschöpfen Unterhalt gibst. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser. Gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer, durch das, dass du die Nacht erleuchtest. Und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter. Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen und Krankheit ertragen und Drangsal. Selig jene, die solches ertragen in Frieden. Denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt. Lobt und preist meinen Herrn und danket ihm und dient ihm mit großer Demut. Amen. Aus den Franziskusquellen. Vorgetragen von Astaria.